dieser Kabine hier kann man wunderbar sehen, was alles möglich ist mit X4 Quadrat. Das ist für mich auch ein Gamechanger. Der Elektrikausbau ist so State of the Art und das hat halt Emotion pur hier drin. Das ist richtig schön und ich bin gerade total begeistert. Tada! Prost! Das haben hier Profis gebaut. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO. Babe, I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get half naked. Hallo und herzlich willkommen im neuen Video. Wir sind heute auf der Abenteuer Allrad am Stand von X4 Quadrat. Und wir haben euch ja schon im letzten Video verraten, dass wir eine Leerkabine von X4 Quadrat bekommen. Ja, und die bauen nicht nur Leerkabinen, sondern auch schlüsselfertige Ausbauten. Komplett, genau. Ja, wir sind jetzt hier an einem Steyr. Das ist übrigens der letzte von XCAP gebaute Steyr, ein Alpha 12 M25. Ich finde, Emotion pur haben diese Fahrzeuge, Geräte wollte ich eigentlich sagen, weil letztendlich ist es halt, wenn man irgendwie an Offroad-LKWs denkt, dann denkt man irgendwie schon immer irgendwie auch an Steyr, oder? X4 Quadrat hat uns ja letztes Jahr schon angeschrieben und ich habe gleich zu Nico gesagt, die bauen so schöne Innenausbauten. Ja. Und wir sind mega froh, dass wir uns die heute einmal live angucken können. Genau, wir nehmen euch jetzt einfach mal mit und zeigen euch alles. Ja, hallo, ich bin Katharina, ich bin die Geschäftsführerin und Inhaberin von X4 Quadrat und wir kommen aus dem Bereich Fahrzeugbau. Schon seit über 30 Jahren werden an unserem Standort Fahrzeuge im Spezialsonderbau für Fahrzeuge gebaut und wir haben bereits über 100 Kabinen für den Fernreise- und Expeditionsbereich gebaut. Wir machen 4 Vollausbauten im Jahr. Bei uns bekommt ihr alles von der Leerkabine bis zum schlüsselfertigen Ausbau. Und ich bin tatsächlich auch euer persönlicher Kontakt, wenn ihr mit eurem Fahrzeug zu uns kommt. Ihr kommt einfach mit euren Vorstellungen, die wir dann für euch umsetzen. Für uns ist es immer ganz wichtig, dass ihr auch im Aufbau der Kabine, das heißt in der Entstehung eures Traums letztendlich, mit dabei sein könnt. Und wir sind jederzeit froh, euch bei uns begrüßen zu dürfen und freuen uns, euer Projekt umzusetzen. Ich bin die Katrin. Mein Hauptgrund, warum ich mich für den Steyr entschieden habe, ist, dass er aus meiner Heimat kommt und auch Baujahr 1986 hat. Mein Name ist Christian und bei mir war das Emotionale im Vordergrund zu Beginn, als wir den Steyr mal live gesehen haben und das Motorgeräusch, da war es um mich geschehen. Im folgenden Prozess haben wir dann noch die weiteren Vorteile von dem Steyr noch kennengelernt und uns dann eben dafür entschieden. Also Katharina hat uns von Anfang an begeistert mit ihrer Kompetenz und der Freundlichkeit und ja, sie hat uns jegliche Wünsche erfüllt. Wir sind sehr anspruchsvolle Kunden, weil wir einfach unser Wohnzimmer bauen wollten und dabei hat sie uns von Anfang an gut beraten und ist mit uns auf diese Reise gegangen. Also ich finde, bei dieser Kabine hier kann man wunderbar sehen, was alles möglich ist mit X4 Quadrat. Das ist quasi ein Individualbau. Hier wurde eine Wohnkabine mit Alkoven nachgebaut, in dem Fall jetzt für einen Sprinter bzw. Daily-Fahrgestell. Ich finde es beeindruckend, was da so alles möglich ist. Also egal, was ihr da für Ideen habt, wie eure Kabine aussehen soll, X4 Quadrat macht das im Prinzip. Die Paneele von X4 Quadrat und das ist für mich auch ein Gamechanger und letztendlich mit ein Teil, warum wir uns auch für diese Kabine mit entschieden haben. Ihr seht schon im Aufbau, dass es verschiedene Teile gibt hier drin. Herkömmliche Kabinen sind eher aufgebaut mit einem PU-Kern und dann halt einer GFK-Außenhaut. Diese Paneele sind aufgebaut mit einer PET
Randschicht, sage ich jetzt mal, also da, wo die Teile verklebt werden. PET hat die Besonderheit, das ist super, super stabil, super fest. Also versucht mal so das zu vergleichen mit einer Colaflasche, den Boden, also in einer Mehrwegflasche, den mal einzudrücken. Also das ist super hart und so hart ist dieses Material halt auch. Die eigentliche Dämmschicht ist dann eine XPS-Schicht, die ist im Bereich des Hausbaus, da wo gerade so schwierige Bedingungen herrschen hinsichtlich Wasser, wo es auch schimmeln kann, da werden die Sachen eigentlich eingesetzt, weil das eben nicht schimmelt und auch kein Wasser aufnimmt. Also null, also fast gar nicht, sagen wir mal so. Nicht? Absolut, wenn man das mal so absolut sagt, ist immer schwierig, aber theoretisch kann man sagen, da kommt kein Wasser rein und das nimmt kein Wasser auf. Das heißt, sollte mal irgendwo Wasser reinkommen durch irgendein Loch, was man reingebohrt hat, die Paneele saugen sich halt nicht mit Wasser voll und werden auch nicht schwerer. Eine weitere Besonderheit, wenn nicht sogar die Besonderheit, ist die Schraubschicht. Das ist im Prinzip eine GFK-Gewebematte von 3 mm, die hier eingearbeitet ist. Und die sorgt dafür, dass man quasi überall in dieser Kabine innen und außen Sachen anbringen kann. Mit Hohlraumankern, wo man dann letztendlich mit Schrauben arbeiten kann. Quasi alles, was man so im Reisemobil, Fernreisemobil irgendwie anbauen würde, kann man da dann letztendlich anbauen. Ausnahme sind vielleicht Reservereifen. Das ist dann doch ein bisschen hart, aber kann man vielleicht auch verstehen, wenn man das mal so sieht, Reservereifen, die dann halt, also was für Träger die brauchen. Ne? Das sind dann schon richtig fette Träger. Aber letztendlich, das ist einfach, ich finde es mega. Und man muss sich nicht vorher entscheiden, wo man jetzt irgendwie irgendwelche Verstärkungen einbauen lassen muss in das Panel, damit man da irgendwie seine Hängeschränke irgendwie anbringen kann oder andere schwere Sachen. Wie gesagt, die DNA dieser Paneele kommt halt aus dem Foodtruck-Bereich und das sind halt extreme Anforderungen. Da werden Edelstahlküchen eingebaut und das muss das Ganze auch halten. Und da werden auch keine besonderen Streben oder sowas dann einlaminiert. Diesen Stufenschnitt hier, die Klebefläche wird dadurch erhöht. Das PET ist halt super hart und es wird zusätzlich nochmal verschraubt. Und das führt dazu, dass letztendlich diese Winkel, die man halt bei jeder Kabine draußen sieht, und verklebt werden, die eigentlich bei den meisten halt auch dafür sorgen, dass die Stabilität erhöht wird bei der Kabine. Das ist hier nicht so. Diese Winkel, die werden schwimmend aufgeklebt. Das hat auch den Vorteil, weil sich ja nun mal Aluminium und GFK unterschiedlich ausdehnen bei Wärme, dass sich das bewegen kann und dann halt entsprechend auch nicht reißen kann. Bei einer 4,50 Meter Kabine mit 2,10 Meter Höhe und ja, ich würde mal sagen so 2,30 Meter Breite, 2,38 Meter haben wir zum Beispiel, da kommt man dann am Ende inklusive Hilfsrahmen, oder lassen wir mal den Hilfsrahmen raus, nehmen wir nur die Kabine, dann liegt man ungefähr bei 650 Kilogramm. Das finde ich ist schon erstaunlich. Damit kann man, so wie wir, schon auch ein Fahrzeug locker in die 7,5 Tonnen Klasse bringen. Ist schon ganz schön hoch. Ja, das ist mal geil. Wow. Also ich muss sagen, X-Cab macht da wirklich hammergeile Teile. Ich kann das auch total verstehen, warum man so ein Fahrzeug haben will. Steyr ist halt so Offroad-DNA irgendwie, ne? Also die Anmutung so der Materialien und das alles, das gefällt mir super gut. Trotzdem hat man aber irgendwie noch das Oldschool-Armaturenbrett. Also Oldschool jetzt nicht im negativen Sinne, weil ich mag das irgendwie auch. Dieses ganze Digitale ist ehrlich gesagt auch gar nicht so meins, obwohl ich aus der Branche komme. Man kann alles gut irgendwie sich angucken. Also die Armaturen sind gut erreichbar, sind gut ablesbar. Ich ziehe jetzt ein bisschen den Vergleich zum MAN, weil das Fahrerhaus vom L2000 und vom Steyr ist das gleiche. Ein kleiner Unterschied ist bei den Fenstern, die sind beim L2000 tiefer ausgeschnitten, aber sonst ist das Gleiche, weil MAN irgendwann auch den Steyr, also Steyr an sich, übernommen hat. Und wie das jetzt genau da war, wer jetzt als erstes die Kabine hatte, ob jetzt der Steyr zuerst und dann der L2000 oder umgekehrt ist, das weiß ich jetzt gerade nicht. Das könnte Chris, glaube ich, der weiß das, der feiert das auch total. Ja, mega, finde ich geil, kann ich verstehen. Dennoch, der Steyr ist halt einfach, fällt für uns raus, weil 7,5 Tonnen schafft man mit dem einfach nicht. Und für uns ist das wichtig, dass wir in der 7,5 Tonnen Klasse bleiben, nicht nur wegen des Führerscheins. Ich war ganz gerne so in dieser leichten LKW-Klasse, auch so im Hinblick auf die Touren, die wir dann zukünftig fahren werden. Fühle ich mich einfach ein bisschen wohler mit. Aber trotzdem, es hat halt Emotion pur hier drin. Auch von außen sieht er geil aus und von innen liefert er die gleichen Emotionen. X4 Quadrat baut auch die Hilfsrahmen oder Zwischenrahmen
inklusive der Boxen. Das heißt, also so wie ich vorhin sagte, ihr bringt das Auto, den Rest macht X4 Quadrat. Bei dem Steyr ist es ein federgelagerter Hilfsrahmen, der hinten das Festlager hat. Das heißt, hinten ist er an dem Hauptrahmen verschraubt und vorne hat er entsprechend die Federlagerung, so dass sich das Fahrgestell frei bewegen kann, beziehungsweise die Kabine ohne Verbindung frei bewegen kann. Und das wird bei uns genauso gebaut. Die Hilfsrahmen werden alle feuerverzinkt ausgeliefert. In dem Fall ist da zusätzlich noch lackiert worden. Das kann man dann so wählen, wie man das möchte. Und ihr könnt auch wirklich mit jedem Fahrzeug kommen. Jedes Fahrzeug ist individuell und hat unterschiedliche oder hat seine eigene Aufbaurichtlinie. So ist es halt auch bei dem Steyr. Und die Hilfsrahmen werden konform zu den Aufbaurichtlinien eures Fahrzeugs gebaut, sodass ihr dann auch keinen Stress habt bei der Abnahme. Ich habe schon so einen Genauigkeitsfimmel irgendwie. Gibt es sicherlich auch einen fachlichen Begriff dafür. Ich mag das total, wenn alles so in seinen Linien gerade und exakt ist. Und ich finde es geil. Also, was so heute mittlerweile möglich ist und wie sich das auch weiterentwickelt hat von der Technologie in diesen Expeditionsmobilen, finde ich schon allerhand. Man merkt schon, das haben natürlich Fachleute gemacht. Das hier ist sozusagen, wenn man das mal so in den Autarkie-Level bezeichnen darf, und X4 Quadrat bietet da eigentlich auch 3 Ausbaupakete an, wobei man sich jetzt nicht hart an die halten muss. Individuelle Wünsche werden immer umgesetzt. Es gibt so 3 Pakete, so Basis, Advanced und Expedition. Und das ist halt Expedition, so vom Aufbau her. Maximale Autarkie. Und dieses Setup hat allein schon von der Speicherkapazität her fast 15 kW nutzbar. Da könnte man so um die 7 Tage lang kochen, bevor wieder Strom aufgeladen werden muss. Es sind ungefähr 1350 Watt Solarpeak, also Watt-Peak Solar drauf. Das haben wir auch. Wir sind da super gut mit klargekommen. Ich weiß, dass hier auf jeden Fall kein Kochfeld, also Ceran oder Reduktion verbaut ist. Also somit ist da gar kein hoher Stromverbraucher drin. Ich weiß nicht, wie lange diese 15 kW, wie lange die damit auskommen. Das muss enorm sein. Ich würde sagen, und das wurde mir auch bestätigt, der Ausbau hier, der Elektrikausbau ist so State of the Art, also so wirklich, was man so sagen kann, was heute aktuell verbaut wird. Das Besondere daran ist, dass dieses Setup individuell auf den Kunden gebaut wird und es wird halt auch von X4 Quadrat konfiguriert. Das heißt, der Kunde sagt, ich will das und das machen. X4 Quadrat berät dann, okay, was ist dann sinnvoll, wie groß sollte dieser Elektrikausbau sein? Oder vielleicht habt ihr ja auch selber schon eine Idee, wie viel Batteriekapazität und Solar ihr haben wollt. Dann wird euch X4 Quadrat auch in dem Falle beraten und euch das System so einstellen, dass es vernünftig läuft. In dem Fall, und das ist auch das Besondere hier dran, ist im Prinzip ein Gerät, jetzt muss ich noch mal kurz gucken, wie das heißt. Sorry. Das ist dafür da, dass sich X4 Quadrat remote auf dieses System aufschalten kann. Da ist auch ein WLAN-Router, der mit einer SIM-Karte läuft. X4 Quadrat kann sich remote auf dieses System aufschalten und dann im Falle, wenn irgendwie dann mal Probleme vorliegen, das dann diagnostizieren und entsprechend zusammen mit dem Besitzer dann das Problem beheben. Finde ich geil. Also würde ich sagen, wie gesagt, ist irgendwie State of the Art für meinen Fall. Vom Wechselrichter her ist da ein 3 kW Wechselrichter drin, reiner Sinus natürlich, damit halt auch entsprechend die empfindlichen elektronischen Geräte geladen werden können. Was man auch immer öfter jetzt bei den moderneren Expeditionsmobilen sieht, ist der sogenannte Bayernlüfter. Das ist keine Klimaanlage, also nicht verwechseln. Das ist im Prinzip ein Luft-Wärmetauscher und der ist dafür da, dass im Prinzip das Klima der Kabine erhalten bleibt und getrocknet wird. Also dass, wenn sehr viel Feuchtigkeit in der Kabine ist, die wird halt rausgezogen und im Grunde genommen sorgt er dafür, dass das Klima, also von der Temperatur her, in der Kabine bleibt. Wenn es draußen heiß ist und in der Kabine kühl, dass sie halt kühl bleibt und wenn es draußen kalt ist und drin warm, dass halt auch die Temperatur, also die Wärme nicht so stark verloren geht. Also ich meine, das sind so Wert um die 90% wird die Temperatur erhalten. Das bringt schon sehr viel, weil gerade in den wärmeren Gegenden hilft es halt viel, wenn man gerade eben halt Fenster und Türen geschlossen hält. Da hält sich die Temperatur sehr, sehr lange, weil die Isolierung der Kabine ist sehr gut. Und in dem Fall kriegt man halt Frischluft durch diesen Bayernlüfter in die Kabine und hat nicht die Notwendigkeit, die Fenster zu öffnen. X4 Quadrat baut natürlich auch Stauboxen, wenn man welche haben möchte. Ab dem Ausbaupaket Advanced sind welche einfach damit dabei. Gibt es in verschiedenen Varianten, wie man es haben möchte, aus Aluminium, Edelstahl, Riffelblech, in Silber, in Pulver beschichtet. Das sind jetzt hier Kunststoff
Mulden, aber der Rest ist Edelstahl. Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass das irgendwie schnell aufgebrochen werden kann oder so. Das ist extrem stabil. Nennen sich auch Kompressionsverschlüsse. Das heißt, ne, man sieht, wenn man die jetzt schließt, werden sie richtig in die Dichtung reingedrückt. Also irgendwie irgendwelche Furten queren, wo dann halt die Stauboxen mit irgendwie eintauchen. Das bleibt da drin dann schon trocken. Ist keine Raketentechnik. Was soll ich dazu sagen? Wenn ihr Stauboxen haben wollt, X4 Quadrat kann euch die in allen möglichen Formen, Farben, Maßen bauen, wie es halt benötigt. Diese Kabine ist 4,72 Meter lang, 2,48 Meter breit und 2,10 Meter hoch. Und das ist so ein ähnliches Maß wie unsere Kabine, die wird 4,50 Meter. Und der Innenausbau ist was ganz Besonderes, nicht diese typischen Ausbauten, die man so kennt. Ich bin schon sehr gespannt, wie es innen drin aussieht. Oh, wie schön. Wow. Muss ich gleich mal hinsetzen? Ach ja. Ist cool, ne? Gleich so ein Wohlfühlgefühl einfach. Es ist richtig schön. Auch die hellen Farben. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Also das ist für mich das Wichtigste irgendwie. Du kommst rein und dann gleich irgendwie Wohlfühlgefühl. Also das ist tolle Farbauswahl, muss man den beiden lassen. Haben sich was richtig Schönes ausgedacht. Wir sitzen hier an einer Panoramaklappe von Whitebird. Und wir können ja schon mal einmal spoilern. Wir haben uns auch für Whitebird entschieden. Whitebird war unsere erste Wahl. Und wir können es total verstehen, dass die beiden sich auch für Whitebird-Fenster entschieden haben. Weil uns gefallen die auch richtig, richtig gut. Die sind optisch einfach so mega schön. Ich kann ja mal kurz die Funktionsweise zeigen. Also der Anschlag ist halt oben bei Whitebird. Mal so. Und dann gibt es hier noch den kleinen Hebel. Oh, geil, oder? Mhm. Sehr, sehr cool. Das sind so die Details, ne? Ja. Und ich freue mich schon, dass unsere Kabine das auch hat. Sehr cool. Gefällt mir richtig gut. Naja, und dass man hier halt so in der Ecke sitzt und dann, wenn man hier die Panoramaklappe noch aufmacht, kann ich mir richtig cool vorstellen. Irgendwie so am Strand. Und es fühlt sich so an jetzt so gerade, als wenn man ja auch direkt draußen ist. Ne? Also es ist schon ein schönes Gefühl. Ja. Naja, und dann halt die Sitzecke. Also direkt am Eingang ist einfach mal komplett was Neues, finde ich. Also kennt man ja sonst überhaupt nicht so einen Grundriss. Und alles so richtig schön hell und man kann sich hier so toll ranlehnen und dann auch die Füße so lang machen und da sitzt einer und also sehr, sehr nice. Also so ein paar Expeditionsmobile haben wir ja schon kennenlernen dürfen. Auch auf Reisen durften wir auch schon mal reinluschern. Aber so einen Grundriss habe ich vorher noch nie gesehen und ich bin gerade total begeistert. Wir hatten hier auch bei uns immer nur so einen kleinen, schmalen Gang und hier habe ich jetzt einen richtig großen Bereich, wo man zu zweit mega, mega viel Platz hat. Also dieses Raumgefühl durch diesen Grundriss ist einfach richtig groß. Also ich fühle mich jetzt nicht wie in der Kabine mit nur 4,50 Meter. Und die haben sich ein Längsbett einbauen lassen. Das gibt es eigentlich nur bei Wohnwagen. Das ist ja wohl, das habe ich noch nicht gesehen vorher. Und mega schön auch, ne? Total. Also auch so von den Details, wie das so gemacht ist. Man muss dazu sagen, ne, das ist von den Besitzern genau so ausgedacht. Und X4 Quadrat hat das dann entsprechend so gebaut. Ne? Richtig. Chris und Katrin, die haben sich das ausgedacht, die haben sich gewünscht, Eiche zu haben und sehr warme Töne zu haben, ein bisschen so skandinavischen Stil hier reinzubringen und X4 Quadrat hat das halt, wie ich finde, super, super schön umgesetzt. Ich gucke jetzt mal in die kleinen Schränkchen rein, was wir hier so alles so finden. Okay, Küche.
Was ich immer total cool finde, so diese ganzen versteckten Sachen, die man so auf den ersten Blick halt nicht sieht. Wie zum Beispiel. Ja, das ist ja mega, ne? Wie cool ist das denn? So eine erweiterte... Ja, erweiterte Küche, aber man kann das halt auch so, wenn man irgendwie mit dem Tablet irgendwie arbeitet im Stehen oder so, oder wenn man im Bett liegt, kann man ja hier auch noch mal irgendwie was ablegen, wenn man, weiß nicht, Tablet, Fernseh guckt oder so. Sehr, sehr cool. Was ich auch schon auf den ersten Blick entdeckt habe, hier super schön verarbeitet, um aufs Bett hochzugehen. Eine kleine Trittstufe. Richtig cool eingearbeitet. Finde ich echt klasse. Also die Küche scheint auf den ersten Blick sehr, sehr klein zu sein. Also ist auch viel, viel kleiner an Arbeitsfläche, als wir haben. Aber da hat sich X4 Quadrat auch was ausgedacht. Tada! Und schon kann man hier schnibbeln und hat richtig große Arbeitsfläche. Und es geht auch super easy wieder runter. Mega cool. Ja, ich mag auch solche smarten Lösungen. ne? Ne? So, das Ja. finde ich gut. Ja, und dann der Kleiderschrank, der ist ja an derselben Stelle wie in unserer alten Kabine. Das ist auch richtig, also das Holz, das sieht ja also so schön aus. Ja, auch die Optik, ne? Dass es jetzt so diagonal ist, Ja. das hat schon was, ne? Ja, total. Richtig, richtig schön. Ja. Nochmal zum Thema Autarkie. Dieses Fahrzeug ist wirklich, würde ich sagen, sehr, sehr gut ausgestattet, was es so die Autarkie angeht. Also ich würde sagen, annähernd Maximum. Mehr geht natürlich immer, aber das ist, glaube ich, immer dann die Frage, ob man dann noch mehr braucht. Ne? Hier in diesem Fall sind 300 Liter Frischwasser an Bord. Das finde ich jetzt aus unserer Erfahrung heraus auch ausreichend. Wir haben ja schon zwar mehr Wasser an Bord gehabt, also fast 500, aber wir hatten ja auch ein Häcksler WC, das doch relativ viel Wasser verbraucht hat. Das ist hier ja nicht der Fall. Kommen wir aber nochmal später dazu. Dann gibt es einen 200 Liter Grauwassertank und einen 30 Liter Urintank. So. Ich denke, damit kommt man schon gut eine Weile aus. Das Heizungssystem ist eine kombinierte Luft-Wasser-Heizung. Damit meine ich, also es ist eine Luftheizung, die sozusagen über ein Gebläse die Luft hier in der Kabine verteilt und dann erhitzt. Und gleichzeitig kann dann warmes Wasser erzeugt werden. Das Besondere an dieser Heizung ist allerdings, dass sie auch eine sogenannte Sommereinstellung hat, dass im Prinzip auch im Sommer warmes Wasser erzeugt werden kann, ohne jetzt hier ständig den Raum zu erhitzen oder irgendwie heiße Luft nach draußen ableiten zu müssen. Also die Heizung kann wirklich dann auch warmes Wasser erzeugen, ohne jetzt irgendwo heiße Luft erzeugen zu müssen. Zusätzlich ist es auch so, dass dann über überschüssige Solarenergie entsprechend dann auch noch warmes Wasser erzeugt wird. Plus, damit auch auf keinen Fall man irgendwann mal kalt duschen müsste, gibt es eine Art Durchlauferhitzerprinzip, mit dem im Prinzip permanent warmes Wasser erzeugt wird. Ist quasi unendlich Heißwasser. Das, was ich wirklich gut finde, ist, dass wirklich alle Tanks, also Abwasser, Frischwasser sowieso, Urintank, die sind alle im Fahrzeug verbaut, also frostsicher. Das ist auch so ein Thema, das mich so ein bisschen umtreibt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir das mit unserem Ausbau hinkriegen. Und hier ist es halt wirklich sehr gut gelöst. Teilweise würde man noch nicht mal ahnen, wo da die Tanks untergebracht sind, weil man sie nicht wirklich sieht oder bemerkt. Den beiden war wichtig, komplett gasfrei zu sein. Sind wir ja auch bei uns, finden wir auch wichtig. Und die beiden kochen nicht mit Induktion oder mit Ceran, so wie wir kochen, sondern mit Diesel. Finde ich sehr interessant. Auf der anderen Seite geht die Küche sozusagen weiter. Wieder ganz viel Staufläche. Dann kommen wir zum Kühlschrank. Ist auf jeden Fall sehr fest. Denke ich mal, das wird rüttelpistenfest sein. Na cool, mit blauen Lichtern. Ja, richtig schön beleuchtet. Schon stylisch, ne? Ja, für 2 Leute auch nach unserem Empfinden absolut ausreichend Platz. Und Gefrierschrank. Wie cool ist das denn? Ihr kennt ja unsere Odyssee mit unserem und unser friert ja nicht richtig. Also der ist richtig dicht, man sieht das, ne? Der Ja. hat so Dichtflächen, Dichtgummis. Und wenn man die zumacht. Der schließt richtig dicht ab. Also hier sieht man ja kein Problem mit Eiswürfel oder so. Ich finde das Maß finde ich irgendwie sehr cool.
Wir werden wahrscheinlich unseren behalten, aber der ist schon... Möchte man schon haben. Irgendwie, Ja. ne? So, ja. Und nochmal, wie cool ist das denn? Für kaltes Bierchen, kaltes Wasser. Das ist für die Männer. Oh, Und für die Frauen. Okay, ich werde neidisch. Ich werde gerade neidisch. Was Katrin sagte, das Wohnzimmer dabei haben. Natürlich mit Magnet. Gläser, echt Gläser. Echt Glasgläser. Oh Mann, ey. Was wünscht man sich mehr? Es schmeckt dann doch irgendwie besser da draußen. Ne? Total. Als das Kunststoff. Ja, Ja. Das ist halt leider so. Naja. Prost. Take a cue from those who know they've been here before to guide you through to find the truth. So, und jetzt kommt das Spannendste, wie ich finde. Also jeder, der schon mal einen Ausbau selber geplant hat, hat sich über das Badezimmer hundertprozentig den Kopf zerbrochen. Und ich bin wirklich echt gespannt, wie die es hier gelöst haben. War für uns ja auch ein Thema. Ne? So, ja. Wir gehen mal rein. Okay. So. Wir gehen rein und stehen in der Dusche. Man nutzt also das Badezimmer, den Flur gleichzeitig, um hier zu duschen. Dann sehe ich hier was zum Rausziehen. Ah. Ist das nicht der Traum einer jeden Frau? Oh, genial. Ich bin ehrlich, ich habe Nico auch schon gefragt, kriege ich eine Waschmaschine? Mal sehen, ich glaube nicht. Da bin ich sehr, sehr neidisch drauf. Also Ja, ganz nein würde ich jetzt nicht sagen. Das kommt so ein bisschen darauf an, schaffe ich den Platz oder kriegen nicht. wir das noch unter? Ja, genau. Herrlich. Super, super cool gelöst. Man sieht es, man hat jetzt das Badezimmer trotzdem für sich. Die haben es hier unterm Bett platziert. Es ist total genial gelöst. Cool. Gefällt mir gut. Ja, dann natürlich Abzug nach oben, wenn man hier duscht. Dachfenster nach oben, dass es auch nicht irgendwie feucht wird oder so. Sehr, sehr cool. Dahinter die Dusche. Ja, wollen wir Okay. mich jetzt auch mal mit reinzwängen. Ja. Jetzt gehen wir mal zu zweit in die Dusche hier. Okay. Beziehungsweise ins Badezimmer. Hier ist übrigens schon mal eine Toilette, die Ja. wir auch sehr interessant finden. Genau. Also es handelt sich dabei um eine Trockentrenntoilette. Wir überlegen ja auch, von unserem Häcksler WC sind wir auf jeden Fall schon mal weg. Es wird bei uns definitiv eine Trockentrenntoilette werden, aber welches Modell, von welcher Firma sind wir uns noch unsicher. Und das ist sehr interessant. Das läuft nämlich komplett ohne Streu, ohne irgendwie, dass man irgendwie rühren muss oder so. Das läuft mit einem Cola-Aktivfilter. Wird der Geruch aus dem Klo genommen. Finde ich sehr spannend. Werden wir auf jeden Fall hier auf der Messe uns nochmal genau angucken. Und wie findest du das Raumgefühl jetzt so im Badezimmer? Es ist richtig viel Platz. Es ist richtig viel Platz. Und die beiden haben hier noch ein kleines Waschbecken. Das haben wir ja bei uns jetzt schon in unserem, in unserer Skizze schon gestrichen. Und die haben beide einfach den Platz. Also das ist richtig schön gelöst. Ja. Hier ist noch ein Schrank. Hier sind auch noch Schränke. Ja, Hat so ein bisschen Spa-Feeling hier. Ja. Und auch die Farben, die Wände, die haben ja sogar irgendwie sowas, sieht schon fast aus wie Tapete. Ne? ja. Die ist es aber nicht. Nee, es ist Im Prinzip die Beschichtung von den Platten, ne? Vom Holz. Also ich glaube, es wird ganz deutlich, das haben hier Profis gebaut. Es ist wirklich alles bis ins Detail, es ist irgendwie durchdacht und es ist einfach optisch, es ist so, so schön. Es gefällt mir richtig, richtig gut. Mir auch. Ja. So, ich komme nochmal mit rein eben. Zeig nochmal, Ja. wie die Dusche aussieht. Finde ich nämlich auch. Wir mögen das ja auch im Prinzip schwarz. Ne? So, diese Armaturen. schwarzen Armaturen. Und dann haben wir hier noch das schöne Waschbecken. Ja. Und ein Spiegel. Ein richtig großer Spiegel. Perfekt zum Groß, Schminken. tatsächlich. Beide sehen können. Sehr cool. Take a cue from those who know they've been here before to guide you through to find. Also ich finde, das ist so ein mega geiles Konzept hier. Das gefällt mir super gut. Also die Farbauswahl mit dem Holz, es sieht sofort gemütlich aus.
wenn man hier reinkommt, ich fühle mich sofort pudelwohl. Ja, uns hat das total angesprochen, das Konzept und die Farbauswahl. Es ist total unser Geschmack. Und Ja. wenn ihr selber auf der Suche seid noch nach einem Ausbauer, ihr wollt auch so eine geile Kabine haben, ruft die Katharina einmal an. Ein super sympathischer Kontakt. Die würden sich auf jeden Fall über euren Anruf freuen. Wir verlinken alle Daten, die ihr dazu braucht, einmal in der Videobeschreibung. Und wir hoffen, euch hat die Roomtour gefallen. Ja, und wir freuen uns, wenn ihr dann beim nächsten Video wieder einschaltet. Und ja, bis dahin.